Greetings. Marion is going to translate into German. It should be a good experiment. Also, ich werde übersetzen und ich frage mal hinten die Regie, wo soll ich mich denn hinstellen, Sebastian, als Good. Übersetzerin? I ask where I should stand as a You translator. can come by me. Yes, but I don't want to take the focus off you. Oh. How about right? Ich möchte ja nicht, dass... Is this good? Ist das in Ordnung für euch? Ja? Okay. Sunita, wait a minute. Okay. Sunita, du musst jetzt die Präsentation ranmachen. We'll get it organized. Okay. Oh, the lights, please. Und wenn du noch ein Ganzbild irgendwie hinkriegst, weiß ich nicht. Ob I think that's the best we can do. Yes. All right. But in the TV it will be seen perfectly. So don't worry. All right. So, a successful career in art. Eine erfolgreiche Karriere in der Kunst. I'm going to start with some successes. Sie möchte beginnen mit einigen Erfolgen, die sie hatte. This is the biggest banner I ever had. Das ist der größte Banner, das größte Banner, das sie je It was gehabt in hat. 2019 at the Culture Fabric, sponsored by Marion, Schneider. 2019 in der Kulturfabrik Apolda und Toskana World war ein Sponsor davon. Curated by Hauptsponsor. Klaus Bohm. Und mein Mann Klaus Böhm war der Kurator. It included Kann man vielleicht many of my works. diese Lichter hier, wartet, ich mach die mal aus, die dürfen wir nämlich ausmachen. Gell, Sebastian? So, Wonderful. Okay. I have in my life taken self-portraits since I'm 20. So Klaus created this one particular part of the exhibition where he mixed pictures people had taken of me with my self-portraits into this interaction of how other people see me and how I saw myself. Was ihr besonders wichtig war bei dieser Ausstellung, diese Mischung von Selbstporträts und Porträts, die andere von ihr genommen haben, die mein Mann Klaus Böhm damals angefertigt hat für sie, denn ihr Fokus war schon lange auf dem Selbstporträt-Thema. So, next great thing in my life was the F-Stop Festival in Leipzig. Das F-Stop-Festival in Leipzig war für sie ein ganz, ganz wichtiges Vorhaben. Sponsored and organized by Christine Dietrich. Christine Dietrich, die heute in Dresden lebt, hat das organisiert. German curator. She's going to be a professor in Vienna, and she ran the Schiff School that taught 600 photographers. Sie hat 600 Fotografen und Fotografinnen ausgebildet in der Schiffsschule und hat jetzt eine Professur in Wien. So, one of the things that she says, to be a good artist, is you need people around you to help you grow. Was sie sagt, was wichtig ist für eine Künstlerin oder einen Künstler, ist, dass du Menschen um dich hast, die dir helfen, zu wachsen. So, this is Marion, Klaus, Musea, all my crowd here carrying my books to the book signing. Ja, also das war die Buchlesung und wir haben sie umringt und haben ihr geholfen, diese Buchlesung durchzuführen. And it was very exciting to have my Chelsea Hotel story of this bohemian hotel that I've lived in and did a book about with the large pictures on the wall in Leipzig. Und ihr Thema dort war das Chelsea Hotel. Das ist ein Hotel in New York, wo die Künstler über Jahrzehnte gelebt haben, wie Janis Joplin oder also aber auch andere Künstler. Und das hat sie beschrieben in einem langjährigen Projekt und das wurde ausgestellt. And also to be able to speak to all the groups that came through about my ideas. Und sie konnte dann sprechen über ihre Vorhaben und Ideen mit allen Gruppen, die durchgegangen sind. So I'm moving on to moving on to another highlight was in 2000. Can you speak here? Another highlight was in 2000 when Marion and I made a book called The Erotic Lives of Women. And I was the chosen a special master photographer there,
and able to have a show at at Fotohof Gallery. Also das ist jetzt ein Projekt, das schon in den 90er Jahren vorgestellt wurde, mit mir zusammen. Das heißt The Erotic Lives of Women. Wir haben Bücher vorne ausgelegt. Dort ist sie in dem Fotohof in Salzburg zu sehen mit dieser Fotoausstellung. Das war nur für sie alleine eine Fotoausstellung. So we asked women, what was your first erotic experience and what was your strongest? Wir haben die Frauen gefragt, was war dein erstes erotisches Gefühl und dein stärkstes erotisches Gefühl und hast du erotische Fantasien? And then I photographed the women. This is Yoko from Japan. We went to Morocco. This is Jamel. Also und hier sehen wir einige dieser Fotos von Yoko aus Japan und wir waren auch in Marokko. And this is Valerie, who said aus the New most York. erotic thing for her was her camisole that covered her stomach by that time. Und damals war das Erotischste, was sie hatte, war ihr Büstenhalter, der auch ihren Bauch mit bedeckt hat. One of the hardest things in art is how to put text. How do you get the story with the pictures? And so we used fish wire and then a little piece of environmentally protective paper with a little private text so that people got a feeling. Ja, das Schwierigste überhaupt ist, Worte mit Bildern zu verbinden. Und das haben wir dadurch gemacht, dass wir hier so Draht hatten und dann hatten wir Zitate, die wir davor gehängt haben, sodass man da lesen konnte, was die gesagt haben. And this was December 2019, before the lockdown. This was my biggest exhibition at the Leica Gallery in Beverly Hills, California. Das war ihre größte Ausstellung überhaupt in 2019 in Beverly Hills, California, vor dem Lockdown. Of course, you can see the pictures in my books, but embossed in the glass is my name. You know, like stars, your name in the lights. It was a really big deal. Lost in the Stars, right? Verloren in den Sternen war der Titel. No, but of course what is important in the work. So this is to travel to all the Leica galleries, but you know, in the current situation, this is not happening yet. But I'm so glad it happened when it did. Es sollte eigentlich weiterreisen in andere Galerien, aber unter den gegebenen Umständen ist das nicht möglich. Aber sie ist so froh, dass sie überhaupt diese eine Ausstellung noch haben konnte. So enough about me. I'm really here to tell you how to have success. Jetzt bin ich aber hier, um euch zu sagen, wie man Erfolg haben kann. Get a good art education. Gehe und bilde dich in der Kunst. And then there's something called standing tall. Und dann gibt es etwas wie aufrecht stehen. Maybe in German it means stand up for your ideas. Vielleicht heißt es in Deutsch, sich für seine Ideen einsetzen. All right, so this is my one of my first self-portraits. Eines meiner ersten Selbstporträts. And it evolved with my Rolly camera. Mit meiner Rolle habe ich das gemacht. I was studying to be a lawyer. Ich wollte eigentlich oder sollte eigentlich jetzt Juristin werden. My father was a disabled war veteran and my mother experienced abuse in her corporate job, government job. Mein Vater war ein Kriegsveteran, der verletzt war und meine Mutter hat Misshandlung erlebt an ihrem Arbeitsplatz. And I was going to make things right. Und ich wollte die Welt verbessern. But the camera took over when I met Georgia O'Keeffe. Aber die Kamera hat dann dominiert, als ich Georgia O'Keeffe kennenlernte. A great painter when I spent a summer at Ghost Ranch. Sie ist dann an der Ghost Ranch gewesen während des Sommers und da hat sie Georgia O'Keeffe, die große Künstlerin, kennengelernt. She said to me, she saw me with the camera at the luncheon and she said, she opened up her porch doors and she said, go out to the Red Rocks and let the spirits guide you. Sie sah mich mit meiner Kamera und öffnete ihre Verandatür und sagte, gehe in die roten Felsen, in the Red Rocks and go in the Red Rocks and what? And let the spirits. Und lass die Geister zu dir sprechen.
So I knew then when I got back to college that I would take a photography class. And to do that, I had to switch to journalism. Sie wusste dann, sie würde jetzt sie würde jetzt Fotografie machen wollen in der Universität, aber um das zu tun, musste sie Journalismus auch studieren. So, the early years, I worked in black and white. And in order to learn more about black and white, I tried to be the assistant to the most famous black and white photographer, Ansel Adams. In den ersten Jahren hat sie mit Schwarz-Weiß gearbeitet und um da erfolgreich zu werden, wurde sie Assistentin einer der bekanntesten Fotografen zu dieser Zeit, Ansel Adams. Which is one of the lessons, be around influencers. It worked. I got there. Das ist eine der wichtigen Tipps, die sie geben kann, sei immer rund um die erfolgreich sind. Sie hat es geschafft, sie war da. So, the thing is, they asked me, can you stay and be a model? Dann haben sie gefragt, kannst du auch Modell stehen? For the nude in the landscape workshop. Die Nackte in der Landschaft. So, the famous Eiko Hosoi from Japan photographed me with all the students. Alle Studenten und dieser berühmte japanische Künstler Hosei fotografierten mich. And I learned from him angles. Und von ihm habe ich diese Winkel gelernt. And after that, Lucien Clerc was the next photographer from France, and he put us into an area and let the person give him the picture. Und dann kam Lucien Clerc aus Frankreich und der hat uns einfach in die Landschaft gestellt. He put us into the landscape and what? Let the person give him the picture. Und hat gebeten, dass die Personen ihm das Bild geben. So with this background, color photography became more powerful in my life. I studied Goethe's theory of matching colors with psychological states. I studied blur. I experimented with films. And then I embarked on one of the biggest projects, and that was called Healing Waters. Dann nahm die Farbfotografie immer mehr Raum ein. Ich studierte Goethe, die Farbtheorie und die Wirkung der Farbe auf die Psychologie. Und ich ging immer weiter auf diesem Weg zur Farbe. Und so kam ich zu meinem Projekt Healing Waters. So, you see, women had a big influence on my life, and I went through a breakup of an engagement, and Lenora Carrington, the Mexican surrealist painter, told me, take the mushrooms or go to the waters and you'll get well. Ja, dann hatte sie ein schwerwiegendes Ereignis in ihrem Leben. Sie lebte eine Trennung, eine Scheidung und da sagte ihr ein Bekannter, mach zwei Dinge, entweder nimm die Pilze oder geh zum Wasser. So I incorporated movement, blur, and finding a story of water and traveled to maybe 15 countries. This is at a kidney spring in Morocco. Ich studierte also dann Wasser, also ich arbeitete mit Wasser, mit Verschwommenheit im Bild, mit Bewegung und bin dann an verschiedenen Orten der Welt gewesen, hier zum Beispiel in Marokko. This is at Gellert Bathhouse, and the thing is when I take my pictures, I waited there maybe 2 hours, just for the right body shapes to be moving, because the whole thing I was learning was immersion, that in order for you to feel healed, you had to feel the water. Das war das Gellertbad, was sie gerade gezeigt hat. Und da hat sie ungefähr 2 Stunden gewartet, bis das richtige Bild kam. Denn sie wollte gerne dieses Gefühl, das man im Wasser erlebt, ins Bild bringen. Und das muss halt alles dann stimmen in so einer Aufnahme. Sorry. Okay. So, I came to this conclusion that I would go to Italy with the pictures, and Marion and Klaus heard about how I photographed.
Sie hat sich dann entschieden, nach Italien zu gehen, um weiter zu fotografieren. Und mein Mann Klaus und ich, wir hörten, dass sie in Italien ist und wir wollten sie gerne treffen. And I came here at the very beginning of Liquid Sound. They gave me a proposition to exhibit my pictures in the clinic, which I thought was very activist for an artist in a clinic, and to make the picture, which you all see here, which I made, to define the feeling of liquid sound. Sie kam dann tatsächlich auf Einladung her. Der Anreiz für sie war, dass ihre Bilder in einer Klinik ausgestellt werden würden. Sie fand das cool, dass man in einer Klinik als Künstlerin ist. Und der Hauptauftrag war, dass sie Liquid Sound, Baden in Licht und Musik, in Bilder fasst. And this is my book, Healing Waters, which I have 3 liquid sound photos in, and they're all, you can go to my website and see more about it. So, also das ist das Buch, was damit verbunden ist, Healing Waters. 3 Bilder kamen dann von Liquid Sound in das Buch, das war ja ein bisschen unsere Intention. Und das Buch wurde sehr bekannt über Healing Waters. But this is a very important picture, because about the obstacles that come across your path. I tried to show my water pictures to the most important curator in America. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Foto jetzt, das auch in dem Buch ist. Sie hat versucht, diese Bilder, die sie gemacht hat, den wichtigsten Sammlern und Spezialisten in den USA dann auch zu zeigen. And she said, I don't understand your water pictures. Und die hat gesagt, ich verstehe deine Wasserbilder nicht. Then, the next year I returned with 15 more pictures, including this picture, and she said, I went to a mineral spring. Im nächsten Jahr hat sie 15 Bilder gebracht und hat sie ihr gezeigt mit diesem hier. Und sie sagte, ich war in einem Mineralbad, diese Kuratorin. And she said, not only will I buy this picture, I will buy it at the auction, so everyone will see that I'm picking you. Und sie sagte, ich werde dieses Bild kaufen, aber nicht nur das, ich werde auch bei der Auktion dabei sein und alle werden sehen, dass ich dein Bild gekauft habe. So, this led to Life magazine. Any of you remember that? Being published in Life magazine, and since I was published in Life magazine, the picture could be entered in the Pictures of the Year, the biggest contest in America. Und das bewirkte, dass ich dann im Live-Magazin publiziert wurde. Und im Live-Magazin publiziert zu werden, war dann, dass ich auch in einer Sammlung der wichtigsten Fotografen Amerikas And it won first place. Und das Bild hat den ersten Platz dieser 100, right? 100 Pictures? You mean out of thousands of pictures? Also, und sie hat den ersten Platz innerhalb von Tausenden von Bildern gewonnen. It was very exciting. Vice President Gore gave me my award in Washington, D.C., and you know, these kinds of putting yourself out there, standing tall, you know, go back when they say no, it works because something happens. Ja, und der Vizepräsident Al Gore hat ihr dann die Urkunde überreicht und sie sagt, das Wichtige ist, dass man gerade und aufrecht steht, aber immer wieder hingeht, ne, dass man nicht aufgibt, immer weitermacht. And my advice is if you have a particular project, you can make it your whole life's work along with other things. Und sie empfiehlt, wenn du ein Projekt hast, dann kannst du das zu deinem Lebenswerk machen. Du kannst es doch immer wieder zeigen, immer dann unter anderen Dingen. And here I started a collaboration with the flow dancer and philosopher Andreas Macha, who goes by Andy X. Ja, da ist eine Kollaboration zu sehen mit Andreas Mascha, der Flowdance macht und dann noch philosophische Theorien studiert hat und publiziert. Und dieses Projekt heißt Flowdance. And he made them into 3 videos. Und er hat daraus auch 3 Videos gemacht, also Bewegungstanz könnte man sagen in Deutsch. Well, I know I have to move along, but one of my major projects that, as you can see, I did many things, was called the TB AIDS Diary. Einer meiner wichtigsten Projekte war TB AIDS Diary, das ihr hier seht, übrigens auch im Klinikzentrum ausgestellt ist. And here's my mother. Und das ist meine Mutter.
She was in a tuberculosis sanitarium and experienced stigma in her life. And the next part was a hairdresser whose son had AIDS and had stigma. Meine Mutter war in einer Tuberkuloseklinik und wurde dafür stigmatisiert oder halt benachteiligt. Und hier ist ein Friseur, der AIDS hat. So every one of my projects has been published in the New York Times, and that might be like the Frankfurt Allgemeine or something for you. It really helped me to have my work interpreted. Und jedes meiner Projekte wurde in der New York Times gebracht und das hat mir geholfen, bekannt zu werden. Das ist wie bei euch die Frankfurter Allgemeine ungefähr. So this is the book that Marion and I did, Erotic Lives of Living. This is the cover, and also during my retrospective and other times, this picture was organized by Klaus Bohm, which shows the women. And then we moved on to a book called Orgasm, because women wanted to know more. Ja, das erste Buch war die Erotik der Frauen und da habt ihr nochmal so eine Zusammenstellung der Bilder in der Kulturfabrik Apolda gesehen, die der Klaus Böhm zusammengestellt hat und jetzt wollten wir weiterkommen, noch tiefer gehen und das war unser Projekt Orgasmus. And I'm most proud that Marion and I have documented women's first orgasms and the kind of picture we could reenact, and it's in all the sexual libraries in America. Ich bin sehr stolz zu sagen, dass in allen Sexualkunde-Büchereien Amerikas dieses Buch inzwischen repräsentiert ist. Und wir haben die Frauen gefragt nach ihrem ersten Orgasmus und auch nach ihrem stärksten Orgasmus. I'll just give you a peek. This is Annie Sprinkle, who is very well known as an artist here in Germany. Her first orgasm was on the beach with a boyfriend. Hier seht ihr Annie Sprinkle, die ist sehr, sehr bekannt, auch hier in Deutschland. Das ist eine Aktivistin für weibliche Sexualität und ihr erster Orgasmus war am Meer. I'm not going to go into detail. You'll have to look in the book. There's no time because we need to move on to this picture I took when I was 24 years old. It was published in the most activist Village Voice. It's still published today because I'm one of the first generation of women's lib in the 70s. And I was asking, who am I? What can women do? And of course, breaking traditions. And of course, you have the spines on the cactus, which is the misogyny and the difficulty that we find with the other sex. Hier war ich 24 Jahre alt. Das war damals ein sehr Avantgarde-Bild, denn ich war damit in der Village Voice, das war so die wichtige Alternativzeitung in New York. Und ich mit dem Kaktus, das zeigt eben auch die Rolle der Frau, das war 1974, mit ihrer Sexualität, dieser Widerspruch, dass sie da war, aber dass sie so viele Probleme dann auch erzeugt hat, die Sexualität. So, continuing my self-portraits, the other message I have is study other women artists. It's very Hinsichtlich meines Selbstporträtprojektes habe ich gelernt, dass man andere Künstler und Künstlerinnen studieren sollte. That's Julia Margaret Cameron, who took pictures of poets in the 1880s with Das me. ist Frau Cameron, die hat Bilder von Schriftstellerinnen, Poetinnen genommen. And this is Susan Sontag, who wrote about health, who married the famous Annie Leibovitz, entertainment photographer, and wrote about death and the future of photography. Und das ist Susan Sontag, die hat ja dann Frau Leibovitz geheiratet, diese berühmte Fotografin, und die hat sich mit dem Tod beschäftigt in ihrem Schreiben. I hope you can see that's me with a veil, because I'm going into my 7th decade, and I'm not sure what will happen. Ich hoffe, ihr seht das. Ich bin dabei. Rechts bin ich mit einem Schleier. Ich gehe in meine nächste Phase und ich weiß noch nicht, was auf mich zukommt. So now I want to go back to Europe. This is Ellen van Onwerth. Any of you know her as a fashion photographer? Kennt ihr diese Modefotografin?
Anyway, here she is winning the Lifetime Achievement Award for Fashion. Hier hat sie den Preis bekommen für ihr Lebenswerk im Bereich der Mode. So her whole career, she said about women, she made women beautiful, sexy and powerful. Und sie sagt, in meinem Leben habe ich Frauen schön, sexy und mächtig gemacht mit meinem Werk. So I ask you today, with cultural diversity, racial diversity, lesbian, gay, fluid, transgender, there will be other ways to express things. And I ask you, perhaps what she spent a career about will no longer be popular. Und ich frage euch alle, jetzt in diesem Zeitalter von lesbisch, divers, fluid, diesen ganzen vielen neuen Bewegungen, auch der Geschlecht, nicht nur der Geschlechter, auch der Rasse, vielleicht wird das nicht mehr länger ein Thema sein. Vielleicht ist das jetzt schon überholt. What was her name? What is her name? This for Ellen van Unwerth. Ellen van Worth. Mm-hmm. So, I believe she's German and she spent her time in France. Ellen van Werth, genau. I have a little bit more. Is that okay? So, moving along, I'm going to mention Inga Morath. She's another. Inge Morath kommt jetzt. She did portraits here in Europe. Sie ist Europäerin, Österreicherin und sie hat Porträts gemacht hier in Europa. And then she married Arthur Miller, the great playwright. Und heiratet dann Arthur Miller. Who divorced Marilyn Monroe and moved to the Chelsea Hotel. Der sich hat scheiden lassen von Marilyn Monroe, in das Chelsea Hotel zog und dann mit Inge Morath zusammen verheiratete. So I moved into the Chelsea Hotel about a month after they moved out. Und etwa einen Monat nachdem die beiden, also Inge Morath und ihr Mann, ausgezogen waren, bin ich ins Chelsea Hotel eingezogen. But the first party I went to, in the building, there was an Andreas Serrano picture of Arthur Miller. Aber die erste Party, die ich dort erlebte, war ein Serrano-Bild mit Arthur Miller, einer der bekanntesten Schriftsteller Amerikas. So this was my home for 20 years. 20 Jahre habe ich dann im Chelsea Hotel gelebt. And you know it because of Patti Smith and Patti Bob Smith, Dylan and all Bob the Dylan beat poets that und lived große there. Poeten lebten dort. And it fascinated me, and I stayed there for a long time. Und I es have hat mich about sehr 3 more stories that are fasziniert. really important. So, I lived on the 8th floor, and one of the beat poets saw me in a Chanel top, and he knocked on the door and said, "You look rich. Can you give me $10 so I can go get my methadone?" Ich lebte auf dem Stockwerk 8 und ich hatte eine schöne Jacke an und dann kam einer der wichtigsten Poeten überhaupt, kam zu mir, klopfte an meine Tür und sagte, du siehst reich aus, kannst du mir mal $10 geben für mein Methadon? He was 83. Er war schon 83 Jahre alt. And he told me, if ever you don't feel good about yourself, just sit in the lobby of the hotel, go out the front door, take a smoke, walk around, come back, sit down, and your life will change. Er sagte, wenn es dir mal nicht gut geht, mach's wie ich. Setz dich in die Lobby vom Chelsea Hotel, geh mal raus, dreh eine Runde, komm wieder rein, setz dich wieder hin und es geht dir gut. Machst du das mal gerade? Wir müssen noch mal das Mikro korrigieren. Ja, sie hat so kleine Ohren. Ich kenne sie ganz gut. Ja. Okay. Da hält es nicht so gut. Okay, so what's really fascinating is I came back and the bellhop said, this is Alexander McQueen. He's here for his fashion show and he wants to meet an artist in the hotel. Und dann kam ich mal von meiner Runde zurück und da sagte jemand zu mir, das ist
Arthur McQueen, der möchte gerade eine Fashion Show machen, also eine Modeshow, und der braucht noch jemanden zum Fotografieren. So Alexander says, oh, let me come to your room and see all your pictures. Und dann sagt der Alexander, darf ich zu deinem Zimmer kommen und mal deine Bilder sehen? And then he handed me a ticket to sit with the VIP people that night at the show. Und dann habe ich ein Ticket bekommen und konnte mit den Ehrengästen während seiner Show dann den Abend verbringen. So my other lesson about being successful is that fashion show. He showed blood and violence, lace, so much saturation of color, and it influenced me as an artist. Wiederum eine Lehre, die ich euch mitgeben möchte, auf dieser Fashion Show zeigt er Blut und Gewalt und so viel satte Bilder, dass sie mich für mein restliches Leben beeinflusst haben. So Marion and I also wanted to embark, this is at the fire escape of the Chelsea Hotel, we wanted to embark on a book on the erotic lives of men. Also da sind wir auf der Feuertreppe vom Chelsea Hotel und wir hatten vor, das Projekt über die Erotik der Männer zu machen. This was one of our models. It didn't work out to get the book contract. Wir haben aber keinen Buchvertrag bekommen, das war aber einer der Freiwilligen. But I entered this in an exhibition with maybe 3,000 other photographers on what New York is like. That was the theme. And this was just shown at Soho Photo in March of this year. Also sie hat es dieses Jahr, und ihr denkt mal, das war in den 90er Jahren, ja? Sie hat es dieses Jahr eingereicht für einen Fotowettbewerb und sie hat einen Preis bekommen und es wurde ausgewählt und wurde jetzt in der Soho Gallery ausgestellt. So it's interesting, this lesson that your life, your work is not over. Your early work, your later work, it's all can be relevant. You just have to stay fresh-minded. Sie sagt, da war ich ja auch dabei, habt ihr gesehen, die Linke, ne? Also, dass das alte Werk von dir und das neue Werk sich verblenden können und dass es niemals vorbei ist, dass du immer weitermachen kannst mit deiner Arbeit, hast du ja, Gabi, im Grunde auch gesagt. So in 2015, I finally got my Chelsea Hotel book, and in 2016, it was chosen as the best book of the year. 2015 habe ich endlich mein Chelsea-Buch herausgebracht und 2016 wurde es als das beste Buch des Jahres erwählt. Thank you. A little bit of success goes a long way. In fact, I worked on a book here with the group on 100 years of Tuscany of the East, and I got to know your region with Klaus Bohm and Mickey Raymond. And having been here and knowing the region, the Apolda Avantgarde chose me to shoot the winning clothes. Ja, also sie hat hier auch gearbeitet zu einem Buch über die 100 Jahreszeiten der Toskana des Ostens und hat dafür die Fotografien gemacht, ein Projekt mit Klaus Böhm und Mickey Rehmann. Und im gleichen Zeitraum war sie auch eingeladen zu mehreren Fashion-Shows hier in Apolda. Da gibt es den größten Designpreis und da wurden noch Kataloge gemacht, was heute schon nicht mehr getan wird. Und da konnte Linda die Bilder zeigen, die Bilder machen für die Kataloge. Hier seht ihr also Modelle. Extraordinary opportunity, and we made 3 catalogs. I came in 2000, 2001 and 2005. 2000, 2001 und 2005 hat sie diese Kataloge mit ihren Bildern bereichert. So, to summarize. Zusammenfassung. Self-assurance. Selbstsicherheit. Stand up for your ideas. Dass du dich für deine Ideen einsetzt, also mehr noch, sie kämpft für ihre Ideen. Find your creative style. Finde deinen kreativen Stil. Meet influencers on the rise and help them, and meet the big ones. Während deines Aufstiegs finde wichtige Influencer, ist ja inzwischen schon ein deutscher Name geworden, wichtige, einflussreiche Menschen und gehe mit ihnen zu deinem Erfolg. And I would advise at this time with COVID and to exhibit in galleries.
und während dieser Zeit jetzt mit Covid stelle in Galerien aus. So I'm nearing the end of my talk. One, Sabine Kunt, a German-American photographer, under the issues that we're living with, she made an exhibition in her garage. Zum Beispiel Sabine Kutt, eine deutsch-amerikanische Künstlerin, machte Ausstellungen in ihrer Garage. You know, so there may not be a gallery right away. And I will finish with one of the great opportunities of my life to take a Linda Troeller picture of Karl Lagerfeld. Ja, und eine ihrer größten Gelegenheiten möchte sie doch auch noch zeigen, dass sie Karl Lagerfeld fotografieren konnte. He came here in 2005 when my last catalog was here and I got to meet him. But my ending story is innovation. Imagine one of the most famous people in the world, right? A few years ago, he dressed somebody in one of his outfits, okay? Ja, also 2005 hat sie ihn getroffen und sie möchte euch jetzt noch eine weitere Lehre mitteilen, die sie mit Karl Lagerfeld erlebt hat. Er hat eines seiner Modelle angezogen, he dressed. He rented a room, a beautiful room. Hat einen schönen Raum gemietet. He sent the messenger to the houses Er hat dann Boten, of people he wanted to come to his private photography show. er hat dann Boten zu Häusern geschickt, um sie einzuladen, diese Menschen, die er dann eingeladen hat für seine private Ausstellung. And then they were given an embossed invitation to this special night. Und sie bekamen eine schriftliche Einladung zu dieser speziellen Nacht. So it never ends. Es The hört nie creativity. auf, die Kreativität, die Innovation. And I still have more things to do. Und ich And habe I immer, wish you all the best with your careers. immer noch viel vor und ich wünsche euch für eure Karrieren alles Gute.